Geil, hallo und herzlich willkommen. Was darf natürlich nie fehlen bei Probefahrten? Mein absolut liebster Motorradhändler in München, Kawasaki Motorcycler, hier in Gräfelfing. Da werde ich einfach träumen von diesem schönen Bike. Ich und eine Kawa machen einen Strike. Wäre dann Nummer 3? Hört sich doch gut an. Oh ja. Oh Gott. Deshalb, ich habe hier unter meinem Arsch eine Ninja 1000 SX. Freue mich richtig. Ist ein mega geiler Bock. Und ich bin viel zu lange keine Kawa mehr gefallen. Die letzten Eindrücke waren ungefähr so. Smooth wie ein Kätzchen. Ich glaube, das war das Chef persönlich. Immer wieder eine Ehre, dich zu treffen, Robert. Und danke wieder mal für die super tolle Probefahrt. Krass, wie das Kätzchen schnurrt, krass, wie das Kätzchen rollt und irgendwie eine total perfekte Wheelie-Position hier. Oh Mann. Oh ja, genau. Hab's echt vermisst, aber wenn du echt so auf dem Bike sitzt, hier der große Tank, kann man sich irgendwie wunderbar vorstellen, dass das Ding einfach schön nach oben schallert. Falls ihr es noch nicht wisst, ich brauche ein neues Motorrad. Ich habe eine KTM Super Adventure S und bin ein wenig unglücklich mit ihr. Gerne hier das Video dazu. Und dementsprechend bin ich schon Probe gefahren. Eine Suzuki GSX 1000 GT, eine BMW R 1250 RS und ebenso eine Suzuki V-Strom 1050. Wirklich, eigentlich alles super geile Mopeds. Es gibt noch keinen Favoriten. Aber, genau, ich überlege auch definitiv wieder vom Big Enduro Sektor zu was Tourigerem zu kommen. Mann, das fühlt sich so gut an. Weil eigentlich Offroad, es rollt so sanft und so gut dabei. Das muss man gefahren haben. Also das muss man wirklich gefahren haben. Geben wir den Motor noch ein bisschen. Schön gemütlich warm wird. Hier Tempomat-Set ganz easy. Einmal Tempomat einschalten. 30, das neue Hobby in München. Alles mit 30 zu pflastern. Ich benutze den Tempomat echt gern, um total gesetzesgetreu durch sowas durchzufahren wie 30er, 80er, 50er. Wenn man Lust drauf hat, ist das die einzige Lösung, hier konsequent im Tempolimit zu bleiben. Zu all diesen Mopeds Probe gefahren und Offroad habe ich, keine Ahnung, ich sage wirklich, wenn ich Offroad fahre, dann hole ich mir einfach ein Moped für Offroad. Zum Beispiel eine 125er Kawasaki oder irgendwas in die Richtung und mit der wird dann einfach nur die Bumper geheizt. Einfach für unsere Motorradtouren und die Straßentouren, die wir fahren, reicht auf jeden Fall einfach ein Sporttourer. Weil ich sage immer, Schotterwege kannst du mit allem fahren. Dafür brauchst du echt keine Big Enduro. Auf jeden Fall gute Straßenperformance. Braucht man immer. Jetzt im Vergleich. Ich würde sagen, man sitzt super gut aufrecht. Ich komme auch mit den Beinen echt gut runter. Ich bin 1,78 groß. Kniewinkel eng, aber nicht so eng wie bei der BMW R 1250 RS. Da bist du definitiv tiefer gesessen. Ich liebe eben so Naked Bikes. Aber mit dem Sporttourer kannst du auf jeden Fall entspannter touren. Und das ist das, was wir eigentlich jetzt immer machen. Und auf jeden Fall ein bisschen sportlich heizen ist auf jeden Fall nie falsch. Und eine Kawasaki ist dafür definitiv gut geeignet, um zügig dynamisch von A nach B zu kommen. Oh Mann, habe ich gute Erinnerungen. Ah, jawohl. Genau, also was haben wir hier? Wir haben irgendwas über 130 PS. Genau, wir haben Quickshifter in beide Richtungen. Wir haben gewohnte Kawasaki Power, super angenehme Gasannahme, super geil, bissige Bremsen. Quickshifter funktioniert gut und verlässlich in beide Richtungen. Ich glaube, ich bin ein bisschen voreingenommen. Ich habe ihn noch gar nicht wirklich getestet, aber ich gehe einfach davon aus, dass er genauso gut geht wie das letzte Mal, aber da wissen wir mal. Immer wenn alle Pfeile in die andere Richtung gehen, von wegen Umleitung und so, ist es ein schlechtes Zeichen, in die Richtung zu fahren. Also ich glaube, da vorne wird irgendeine große Baustelle sein. Ich glaube aber auch, das werden wir noch rausfinden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kennt ihr so ein glühendes Messer, das durch Butter gleitet? Oh yeah! Wir haben sie wieder zurück. Eine Kawasaki. Mega geil. Also der Durchzug war gerade echt einfach super sanft, super geil.
dennoch stark mit Wumms, aber einfach eine brillante Kombination. Einfach perfekt. Sitz übrigens wirklich, also der beste Sitz von allem, was ich Probe gefahren bin. Suzuki-Sitz war nicht so geil auf beiden Bikes. BMW-Sitz war auch nicht so geil. Dementsprechend, also hier echt göttlich. Wir sind aktuell schon im Sportmodus, es gibt natürlich noch andere Fahrmodi, aber ich habe es gerne dynamischer, so wie bei der BMW gestern auch. Wichtige Knöpfe wieder, Hupe hier innen, okay, ganz wichtig zu wissen. Warnblinkanlage gönnen wir uns. Wo ist die Warnblinkanlage? Ich sehe auch nirgendwo ein großes rotes Symbol, aber ja, während dem Mopedfahren ist nicht der Moment danach zu suchen, also lass es später schauen. Das ist heute nicht ein Date mit meiner lieben Frau, dem Auto und einem Campingplatz irgendwo im Süden Bayerns. Würde ich dem Robert irgendwie gern das Moped klauen und bis zum Dimmelsee auch durchheizen. Oh ja, Bremse ist perfekt. Ja, und es ist wirklich, man muss wirklich sagen, es ist wahrscheinlich der Zweizylinder, aber auch der Schaltassistent funktioniert tausendmal besser als der von der R1250 RS. So gerade butterweich reingegangen, einfach ganz gemütlich. Würde ich vielleicht noch sagen, vielleicht noch besser als Suzuki, aber wenn dann sonst auf jeden Fall gleich. Oh ja. Oh Gott. Erinnerungen, hätte ich gesagt. Das war doch Wahnsinn. Vor allem der Sound dazu. Und ich sag's euch, das ist quasi Magnetschwebebahn hier. Also du, keine Ahnung, du fühlst dich, als ob du auf dem Boden klebst, haftest, angesaugt wirst, aerodynamisch. Genau, also das ist das beste Fahrgefühl von allen Mopeds bisher. Auf jeden Fall tausendmal geiler auch als die R1250 RS von BMW. Ich muss schon sagen, Vierzylinder-Sound von Kawasaki ist einfach pervers, abartig, mega geil. Oh ja, sehr geiles Fahrwerk. Also bügelt das alles perfekt weg. Ich muss nachher noch fragen. Sehr nett von dem Kerl, dass er noch gebremst hat für uns. Ich kuppel auch sehr gerne, muss man sagen, genau. Schalterautomat ist geil, aber wenn du einfach gern mit Zwischengas fährst oder so fahren gelernt hast, I don't know, in gewissen Situationen passt auch einfach. Ich meine, wenn du quasi Schub gibst und dann einfach in den Leerlauf gehst, um einfach gemütlich vorgeschriebene Richtgeschwindigkeit zu rollen. Yes, gute Fahrt, meine Herren. Genau, dann ist einfach selber schalten der Hit. Ich will eigentlich echt nicht absteigen von dem Bike. Aber ja, Kupplungspunkt ist auch sehr nahe am Bewegen des Hebels. Aber man kommt ja auch super gut klar mit zwei Fingern eigentlich. Und er ist super sanft dementsprechend. Aber so instinktiv, aber ja klar, hatte längere Zeit eine Kawasaki, sogar zwei. Dementsprechend aber instinktiv, ich glaube sofort, wahrscheinlich auch am besten von allen Bikes. Wir haben gesehen, die R1250 RS habe ich mal abgewürgt, weil der Suzuki war einfach die Gasannahme super spitz. Ja, die Suzuki V-Strom, die war einfach super gemütlich, da hat man nichts falsch machen können. Zweizylindermotor, wenig Leistung, gute Gasannahme. Aber ist schon lustig, wie einem Bikes immer wieder gefallen. Wenn man eine Marke mag und die Charakteristik von der Marke, ist schon interessant, dass man sich damit dann so identifiziert und einfach sagt, das ist geil. Also ja, das ist geil. Das war krass, aber ja, ich glaube, ich bin echt ein wenig PS-süchtig. Ah, perfekte Beinhöhe für mich. Ah, perfekter Leerlauf. Wie ich letztens schon erwähnt habe, Kawasaki hat eine eigene Technologie. Ach, da vorne ist die Ampel, habe ich kurz übersehen. Dass du auf jeden Fall im Stand immer den Leerlauf reinkriegst. Weil das sind quasi kleine Kügelchen. Und während du fährst, drückt die Gravitation diese Kügelchen nach außen. Und wenn du stehst, fallen diese Kügelchen quasi ins Zentrum bzw. runter. Und dadurch kann das Moped unterscheiden, ob du von 1 in 2 willst oder ob du einfach in den Leerlauf willst. Und ja, man hat es gerade gesehen, mega geil. Zur Leistung, ja, ich finde der Punch am Anfang kommt richtig gut, aber dann war auch ein bisschen leer, aber jo, wir testen das. Boah, der Sound vermittelt
aber einfach ein wunderbares Servus. Servus, ich bin da. Der schwarze Streifen hier hat irgendwie ungemütlich ausgeschaut. Wow, also Bremse traumhaft, also sowohl vorne als auch hinten. Guter Druckpunkt. Und vorne wirklich auch ein Anker, also mega geil. Gefällt mir bombastisch jetzt. Unten raus Beschleunigung. Sexy. Sehr sexy. Also kommt einfach schön voluminös Wasser zum Sauen, schiebt er dich stärker vorwärts. Ja, also du fährst auf dem Bike perfekt. Also es ist wirklich scheiße. Das macht es einem schon wirklich schwer, es nicht zu kaufen. Ist einfach auch super gemütlich. Also ich habe hier gefühlt gar keinen Wind auf mir. Ja, wird man wahrscheinlich sagen, hey, unmöglich, aber ich habe keine Ahnung. Das geht wahrscheinlich einfach gemütlich direkt auf den Kopf, entweder darüber noch oder darunter. Aber so wie ich es gewohnt bin, auch hier hast du wieder diesen Bereich einfach, das müssen echt die Spiegel machen, dass du einfach so super gemütlich hier quasi einfach trotzdem windgeschützt bist. Aber ich frage mich auch wirklich, wieso die Hersteller alle denken, 130, 140 PS ist das perfekte für ein Sport-Touring-Bike. Wenn so ein normales Naked-Bike trotzdem 160 hat, aber du hier ja noch Sozius und Gepäck drauf hast. Bräuchtest du ja mehr Leistung. Also deshalb genau, sagen wir so, ich würde auf jeden Fall denken, 160 wären gut auf dem Bike. Natürlich. Oh, es ist einfach wunderschön. Einfach der Druckpunkt der Bremse ist einfach wunderschön. Hier immer schmierig, also schön vorsichtig fahren. Positionskontrolle wäre interessant, habe ich noch nicht regeln gesehen. Ich glaube, der macht schon mal extra ein bisschen Platz für uns. Netter Kerl, aber ich habe trotzdem lieber Einsicht. Ich würde auch sagen, der Drehmoment-Bunch kommt eher bei 4,5 als bei 8. Testen wir nochmal. Sexy, Alter. Definitiv für mich der geilste Motorsound bisher. Also GSX-R hier zum Vergleich. War richtig drecksgeil, muss ich sagen. War richtig drecksgeil. Aber genau der hier trotzdem auch wirklich sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Also jetzt, es klingt irgendwie komisch, aber ich bin ja die 160 PS und bei Ducati auch die 170 PS schon gewohnt. Für mich ist so ein bisschen Slow Motion. So ein bisschen Slow Motion fahren, aber man kann ja dadurch auch das Beschleunigen noch viel mehr genießen und die Soundentfaltung. Aber ja, um dabei reinzusteigen, ich würde wirklich, das Fahrwerk ist der Hammer, also wirklich alle Unebenheiten hier wird einfach wirklich traumhaft abgefedert und deshalb, ich würde sagen, Fahrwerk auch auf jeden Fall besser als Suzuki, aber ich würde sagen, natürlich, BMW-Fahrwerk ist auch super, dementsprechend, ich würde sagen, echt auf demselben Fahrwerkslevel wie die BMW. Es kommt dann vor, wie wenn man auf einem Luxus-Cruiser-Schiff einfach hier so durchgleitet mit einem anständigen Reserve an Bums, aber eben nicht zu viel. Können wir einfach 0-100 durchchecken. Was? Der zweite? Er war nicht ganz. Ja. Gemütlich. Einfach gemütlich, würde ich sagen. Also für perfektes Touren, Cruisen, einfach Alpenpässe, nicht stressen lassen, einfach eine schöne Zeit haben und die absolute Perfektion der Straßenlage, der Bremsen und der Beschleunigung des Sounds zu genießen. Wirklich optimal.
Immer dem verkehrsschwächeren Verkehrsteilnehmer schön brav den Vorrang geben. Wenn du natürlich niemand hinter dir hast. Also alles geht butterweich. Kupplung geht butterweich, Schaltung geht butterweich, Bremse geht butterweich, Handling geht butterweich. Ich weiß wirklich nicht, was nicht butterweich geht. Wenn du auf sowas sitzt, gibt es absolut gar keinen Grund, ein Enduro zu kaufen. Wegen Enduro, sonstige Enduro, nee. This is where your heart belongs. Und Kawasaki würde sagen, let the good times roll. Yeah, let the good times roll ist es. Oh, Junge, Junge, Junge. Gib mir mehr davon, gib mir mehr davon. Ich habe mich verliebt. Komm, Kawasaki. Bau doch bitte etwas einfach mit 30 PS mehr. Federeinstellungen möglich. Manuell. Ich weiß jetzt gar nicht, was der Listenpreis wieder von dem Bike ist leider. Gerne hier eingeblendet. Ich sage ja immer, wenn du eine Super Adventure S gekauft hast, sind alle anderen Bikes im Verhältnis günstig. Aber ich habe noch immer meine Ledermontur von Kawasaki. Ich will mal ein Review machen, die hat 120.000 Kilometer drauf. Die Hose ist noch immer perfekt. Die Jacke löst sich halt schon langsam auf. Aber hey, die hat mehr erlebt als viele Motorradfahrer in dem ganzen Leben. Einfach der Hammer. Ich schaue noch kurz, in welche Richtung ich starten soll. Also ja, man sieht es schon deutlich kompakter hier drauf. Ist, glaube ich, auch visuell subjektiv. Ist sie auf jeden Fall kürzer natürlich als die R1250 RS. Also sitzt natürlich auch der Sozius knapp an dir drauf, aber lieben wir doch. Die Leistung ist schon perfekt, also vielleicht muss ich mich auch wirklich damit auseinandersetzen, dass 130 PS eine angenehme Touring-Leistung ist. Vielleicht soll die Leistung da weniger sein, I don't know. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon hält. Ist 130 PS, 140 PS, ist das eine angenehme Touring-Geschwindigkeit? Oder würdet ihr euch mehr wünschen oder erwarten? Also sonst, das passt natürlich alles. Du kannst gut überholen, du bist perfekt auf der Straße, du sitzt super gut drauf, du hast einfach Spaß, du hast eine Kawasaki, oh yes. Das Samurai-Schwert. Wir sind erst gestern Abend zusammengesessen und echt, meine Freundin sagt wieder, kauf dir eine GS, sorgenfrei. Genau, Spezi von mir sagt, kauf dir eine GS, sorgenfrei. Wieso grüße ich einen Fahrradfahrer? I don't know, hatte Bock. Sogar die Nachbarn, liebe Grüße Otto und Susi gehen raus, die haben auch wirklich gesagt, ja, wenn es einfach das weltbeste Motorrad ist und du auch schon gute Erfahrungen mit BMW gemacht hast, kauf dir einfach die GS. Egal, dass sie alle haben. Genau, und ich habe von meiner Geschichte erzählt, dass ich am Wochenende unterwegs war, stehe an der Ampel und tatsächlich, ich kann ja mal versuchen, bis zum jetzigen Zeitpunkt mir ein Ranking zu überlegen. Und dann haben wir hier bisher 1, 2, 3, 4. Und ich würde sagen, die letzte Stelle kenne ich auf jeden Fall. Die letzte Stelle ist die V-Strom, aber die ist ausgefallen. Deshalb, ich werde die, glaube ich, in Zukunft gar nicht erwähnen. Hat für mich einfach zu wenig Leistung, Zweizylinder und Boden. Also ich komme nicht anständig runter. Somit auch sinnlos weiter darüber nachzudenken. Aber sonst wirklich ein super tolles Bike. Sollten mehr davon rumfahren, macht riesen Spaß. Aber die Gasannahme hier, also da ist die Kawasaki auch der Suzuki auf jeden Fall überlegen, obwohl sie leider ein bisschen weniger Leistung hat. Und zwar, die Gasannahme ist hier einfach perfekt. Bei der Suzuki hat es wirklich, man hat dazu tendiert, ein bisschen zu ruckeln, weil diese erste Millisekunde einfach sofort umgesetzt wurde. Aber hier passt das. Wir können so einfach schön, gemütlich cruisen und trotzdem gut am Gas anziehen. Manchmal hat man einfach Glück. Das
Perfekt. Ja, Endgeschwindigkeit, ein bisschen mehr wahrscheinlich. Ich würde sagen 40 knapp hier. Servus GoPro. Sie hat sich kurz verabschieden wollen. Sie ist wieder da. Sie ist wieder da. Da wollte jemand schon gern beigeben. Kollege, danke dir. Ja, wie ist der Windwiderstand bei Endgeschwindigkeit? Ja, gutes Nackentraining, sage ich immer. Gutes Nackentraining. Das hat doch Spaß gemacht. Also, dass hier einer BMW R1250 RS echt jetzt um 20 km/h Topspeed überlegen ist, hätte ich nicht gedacht. Schnucki, hast du gut gemacht. Bin stolz auf dich. Und liebe dich. Oh yeah. Halleluja. Kollege, ein Schweizer auf dem Weg zum Geschäftstermin, würde ich sagen. Mann, das ist aber auch ein sehr schickes Schnittchen, muss man sagen. Ach, wie schön. Oh, Leerlauf perfekt rein. Auch ein hübsches Motorrad. Ist ja auch irgendwie ein R-Modell. Ja, Display muss ich wirklich auch sagen, finde ich einfach super schlicht so. Nicht super schickimicki, nicht zu groß, nicht zu überladen. Du brauchst den ganzen Mist auch gar nicht. Und dementsprechend alles wie perfekt. Die Uhr super gut ersichtlich. Da werde ich einfach träumen von diesem schönen Bike. Ich und eine Kawa machen einen Strike. Wäre dann Nummer 3. Hört sich doch gut an. Perfekt. Und ich muss echt sagen, tanken mit Schlüssel. Wirklich eine geile Sache. Liebes Motorcycler-Team für euch mit Gupf. Danke vielmals für diese mega geile Probefahrt. Ist ein hammer, mega geiles Bike. Ich werde davon träumen. Zuerst muss ich mir noch im Klaren werden, ob 130, 140 PS genug sind. Oh, der Tankdeckel rastet auch einfach ein. Ich weiß nicht, was manche Leute machen. Das Ding, das kriegt man einfach nicht zu manchmal. Resümee, mega geiles Bike. Rollt wie ein Kätzchen, zuckersanft, geile Tourenmaschine. 30 PS mehr. Und ich würde sagen, Weltklasse. Für mich geeignet.